Hallo liebe Leute, heute dreht sich alles um den Kaffeebaum, Coffea arabica, alles was ihr wissen müsst zur Pflege, zur Anzucht und wie man selber Kaffeebohnen ernten kann und diese verarbeiten kann. Dieses und mehr gibt's in diesem Video. Los geht's! Ja, wie ihr sehen könnt, das ist meine Kaffeepflanze. Ist eine Coffea arabica. Es gibt ja auch noch den Coffea robusta, aber das ist eine Arabica-Bohne. Die Pflanze ist circa 3 Jahre alt. Ich habe sie tatsächlich aus einem Kern gezogen, beziehungsweise aus einem Samen. Und das ist aus ihr geworden innerhalb von knapp 3 Jahren. Man sieht hier mal den Stamm. Und schöne grüne Blätter. Das ist eine wunderschöne Pflanze. Und es haben sich dieses Jahr wieder Kaffeekirschen gebildet. Dieses Mal etwas mehr. Das letzte Jahr hatte ich ja circa eine Handvoll Kaffeekirschen. Ja, das ist eine Kirsche, also keine Bohne. Und man sieht, die werden schön rot und rot bedeutet immer, dass sie reif sind. Also die grünen hier sollte man noch am Baum belassen. Die roten, die sind hier fertig zur Ernte. Hier sind auch noch mal welche. Ich habe auch schon eine kleine Schüssel geerntet. Und man sieht hier schön die Bohnen, die bilden sich erstmal an den unteren Ästen, an den ältesten und stabilsten Ästen. Ich habe hier mal für euch eine Bohne abgemacht, das seht ihr hier. Oder eine Kirsche abgemacht. Und das Interessante ist, in jeder Kaffeekirsche befinden sich 2 Kaffeebohnen. Ja? Ich hoffe, das sieht man hier. Das ist eine Bohne und hier ist nochmal eine Bohne. Es ist etwas schleimig hier, aber das sind letztendlich die Kaffeebohnen, wie wir sie kennen. Die werden getrocknet, die werden geröstet und dann kann man aus diesen Bohnen seinen eigenen Kaffee herstellen. Ja, mit diesen 20 bis 30 Bohnen bekomme ich eine Espresso-Tasse raus. Ich nehme die Bohnen lieber, um neue Kaffeepflänzchen zu züchten. Das habe ich auch schon mit dieser Pflanze hier tatsächlich gemacht. Und werde ich mit den neuen Bohnen oder Kirschen auch machen. Ganz interessant ist auch hier, dass hier schon neue Austriebe kommen und genau hier an den Blattachseln, hier kommen die neuen Blüten raus. Man sieht hier schon die Knospen bzw. die Blütenansätze und auch der Neuaustrieb. Hier unten ist es auch sehr gut zu erkennen. Also hier kommt schon oder hier bereitet sich die Pflanze schon für die nächste Blüte vor. Ja, wie ihr seht, habe ich meine Coffea arabica Pflanze hier in Mineralsubstrat. Ihr könnt natürlich auch ganz normale Blumenerde nehmen. Da wächst die Pflanze genauso gut, wenn nicht noch besser. Im Haus habe ich gern das Mineralsubstrat. Da habe ich keine Sorge mit Trauermücken oder mit anderen Schädlingen. Und der Pflanze geht es sehr gut. Der Topf ist fast ein bisschen zu klein. Den werde ich im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal umtopfen. Ihr müsst hier, wenn ihr hier Mineralsubstrat habt, müsst ihr nur mit dem Düngen etwas aufpassen, weil es direkt dann in die Wurzeln bzw. direkt die Wurzeln umgibt. Da könnt ihr nicht so düngen wie bei der Erde. Ansonsten gibt es diese Kaffeepflanzen auch öfters im Handel zu kaufen, in einem kleinen Topf. Da sind dann 10 bis 20 kleine Pflänzchen drin. Die vereinzelt ihr bitte, nehmt die dort raus und pflanzt die einzeln ein. Und wenn ihr Glück habt, sieht der Baum nach 2 bis 3 Jahren so ähnlich aus wie dieser. Und ihr könnt hier wirklich eigene Kaffeebohnen ernten. Ich sehe gerade, diese ist hier etwas vertrocknet, die ist schon überreif. Die nehmen wir weg. Ja, und so sieht es aus.
So, ich habe hier noch mal eine für euch gepflückt. Die machen wir noch mal auf. Hier habe ich schon 2 geöffnet. Die Bohnen, die werde ich jetzt trocknen und dann einpflanzen direkt in die Erde. Hier sehen wir noch mal eine Kaffeekirsche. Ja, und so sieht es aus. Und das sind dann eben 2 Bohnen. Die kann man einpflanzen oder wie gesagt, die kann man noch rösten. Die haben hier noch so eine Schutzschicht drauf. Die kann man dann abkratzen und dann kann man die Bohnen rösten. Und wenn man einen Kaffeevollautomat hat oder eine Mühle, dann kann man diesen Kaffee natürlich selber mahlen und aus dem Pulver dann Kaffee herstellen. Das war schon wieder für heute. Wenn ihr die Chance dazu habt, holt euch eine Coffee Arabica Pflanze. Es ist wirklich eine 1A Zimmerpflanze und ihr könnt eure eigenen Früchte ernten, wenn ihr etwas Geduld habt. Sie ist wirklich sehr anspruchslos. Schaut, dass ihr kein Leitungswasser nehmt. Nehmt am besten Regenwasser oder destilliertes Wasser. Kalk mag sie nicht besonders. Ansonsten kommt sie sogar im Winter relativ gut mit der trockenen Luft zurecht. Gebt ihr ein halbschattiges Plätzchen irgendwo im Haus, wo es hell ist, aber keine direkte Sonne drauf scheint. Und dann war's für heute. Ich nehme jetzt noch meine Kaffeekirschen und meine Bohnen. Die werden jetzt einen Tag getrocknet und dann pflanze ich die ein. Macht's gut.